Wenn es draußen wieder so richtig heiß ist, dann gibt es nichts Besseres als eine eisgekühlte Gazpacho. Gazpacho ist unglaublich erfrischend, gesund und sie gibt eurem Körper einfach alles, was ihr braucht. Und solltet ihr bisher keine Gazpacho-Liebhaber sein, nach diesem Video werdet ihr es, denn ich habe hier eine Geheimzutat drin, die das Ganze wirklich unwiderstehlich macht. Für unsere Gazpacho brauchen wir zunächst einmal richtig gute, schöne, reife Tomaten. Da schneiden wir einfach das Grüne raus. Und dann geht das direkt in ein Mixgefäß. Das hier ist übrigens ein Rezept, das habe ich aus dem Kempinski in Estepona, Südspanien. Das war meine erste Arbeitsstelle nach der Kochlehre. Und bis dahin mochte ich eigentlich gar keine Gazpacho. Aber diese Gazpacho war so gut, dass ich sie eigentlich fast täglich irgendwie ein Gläschen getrunken habe. Gurke nehme ich jetzt eine halbe. So eine Gazpacho ist in Südspanien eine klassische Vorspeise. Aber sie geht auch wunderbar einfach zwischendurch. Wenn es so richtig heiß ist, dann ist das wirklich das beste isotonische Getränk, was es gibt. So, ich schäle meine Gurke. Ich finde, geschmacklich ist das einfach besser. Könnt ihr machen, wie ihr wollt allerdings. Und die Kerne lasse ich drin. So, und das geht auch da rein. So, dann habe ich hier noch eine Knoblauchzehe. Zack, mit rein. Zwiebel. Die schneide ich nur grob klein und normalerweise macht man die in Spanien roh mit rein. Ich mag aber diesen rohen Zwiebelgeschmack nicht, wie viele andere eben auch. Und deswegen gibt es einen kleinen Trick. Wir blanchieren die ganz kurz, 10 bis 30 Sekunden in kochendem Wasser. Das sorgt einfach dafür, dass diese Schärfe und dieser rohe Geschmack weg ist und die Zwiebel milder wird. Dann gießen wir sie direkt ab und schrecken sie mit kaltem Wasser ab. So, die Zwiebeln, die sind jetzt natürlich noch roh, sollen sie auch sein, aber sie sind eben nicht mehr so harsch am Gaumen. So, weiter geht's mit der Geheimzutat. Ich gebe da einen halben Apfel rein. Das Rezept habe ich von dem Koch, der die Gazpacho immer gemacht hat. Und es hat einfach die Sache wirklich auf ein anderes Level gebracht. Es passt wunderbar dazu. Alternativ kann man zum Beispiel auch Wassermelone nehmen, passt auch perfekt damit rein. Kerngehäuse natürlich vorher entfernen. Schale darf dranbleiben und sollte natürlich ein Apfel sein, der auch schmeckt. Ich habe hier Wieland genommen in dem Fall. Dann kommt noch eine rote Paprika rein. Viele nehmen auch grüne, aber ich finde rein farblich und auch geschmacklich ist rot hier die bessere Wahl. Jetzt braucht es noch ein bisschen Brot. In Spanien wird ganz oft einfach auch nur Toastbrot genommen, also da müsst ihr nicht euch verrückt machen. Ich habe hier ein Baguette, kann auch vom Vortag sein, ist perfekt, um Brot aufzubrauchen. Ich mache jetzt hier die Rinde runter. Wenn ihr es mitnehmen wollt, könnt ihr es auch mitpürieren, aber es wird ein bisschen sanfter einfach, wenn ihr die Rinde wegschneidet. So, das Brot, das gibt einfach eine schöne Cremigkeit und sorgt für eine Bindung und ist einfach eine gute Art, altes Brot aufzubrauchen. So, dann brauchen wir noch einen guten Schluck gutes Olivenöl. Ja, wichtig, immer gutes Olivenöl. Rezept findet ihr auch in der Beschreibung, so etwa 50 Milliliter. Dann natürlich Salz. Ja, nicht zu geizig, aber lieber nachwürzen, bevor ihr es versalzt. Pfeffer aus der Mühle. So, und jetzt ganz wichtig, Sherry-Essig. Ihr könntet auch einen anderen Essig nehmen, wenn ihr den nicht da habt, aber es lohnt sich, Sherry-Essig zu kaufen. Macht auch tolle Salatdressings. So etwa einen Esslöffel. Und dann ist das eigentlich schon fast fertig. So, das sieht schon richtig gut aus. Im Restaurant würde ich das jetzt nochmal durch ein Sieb passieren, um kleine Stückchen eventuell noch rauszukriegen, damit das wirklich super fein ist. Aber dafür bin ich jetzt ehrlich gesagt zu geizig. Und das lassen wir jetzt ganz, ganz wichtig richtig schön durchkühlen. Das muss eiskalt sein und dann schmecken wir es bei Bedarf nochmal ab, weil der Geschmack sich natürlich durch die Kälte nochmal verändert. Kleiner Tipp, wenn es richtig schnell gehen soll, einfach auf Eiswasser packen und dann könnt ihr es so in den Kühlschrank stellen, zwischendrin immer mal umrühren. Während die Gazpacho im Kühlschrank abkühlt, schneiden wir unsere Garnitur. Ich nehme in dem Fall Paprika, Gurke und wer möchte, kann auch Zwiebeln nehmen. Ich mag das nicht ganz so gerne. Ich röste mir dazu noch ein paar schöne Scheiben Brot an. So, dafür einfach in die Pfanne wieder ein bisschen Olivenöl geben, schön heiß werden lassen. Dann kann auch schon das Brot rein. Ich gebe nur eine Knoblauchzehe dazu und ein bisschen Thymian und Rosmarin. Dann duftet das schon einfach nur göttlich. Und dann riecht mir an und ich empfehle euch, die Serviergefäße vorher ins Gefrierfach zu packen, damit die Suppe auch wirklich eisekalt bleibt. Zum Schluss noch ein klein bisschen Olivenöl oben drauf.
So Leute, hier in der Küche ist es so brutal heiß, das ist genau das Richtige jetzt. Und lasst es wirklich eiskalt werden, kann 2-3 Stunden schon dauern. Das ist so erfrischend. Also in Südspanien, die wissen schon, wie man mit Hitze umgeht. So, ich würde jetzt sagen, kocht das unbedingt nach, es lohnt sich. Aber hier gibt es ja nichts zu kochen, das ist ja das Schöne an der Sache. Ich verspreche euch, ihr werdet das Rezept lieben. Macht es nach und schreibt mir dann euer Feedback in die Kommentare. Und ich wette, das bringt euch gut durch den Sommer. Also ich sage tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und natürlich Daumen hoch und Abo nicht vergessen.